Guten Morgen Leute, willkommen bei meinem neuen Video, willkommen bei einer neuen Wanderung. Ich bin der Theo und ich bin heute unterwegs in Schwalmen-Besel-Umgebung. Ich habe zurzeit, wird das eine Wanderung sein von bis zu 20 Kilometer. Es ist 8 Grad heute, Maximum 12, also es ist ja Oktober, ne, der 13. Also es ist Herbst, wie man sieht. Und es wird trocken bleiben heute. Die Sonne scheint ein bisschen. Und die Luft ist wieder voller Chemtrails. Also wir werden wieder vergiftet durch die ganze Verbrecherbande. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich hin muss. Denn hier sind Abzweigen. Nach dieser Seite, sagt er. Okay. Aus der Seite kommen wir zurück. Okay. Da werden eine Schlösser in diesem Video sein. Kapellen, glaube ich. Und auch viel Wald. So als ihr seht, laufe ich jetzt am Wald. Und ich sehe daneben mir ein altes Fußballfeld, das gar nicht mehr gebraucht wird. Dann da steht das Gras ja kniehoch. Also, ja. Ich denke, es wird schon eine schöne Wanderung werden heute. 20 Kilometer im Oktober, das ist schön. Das hier, Leute, das erkenne ich. Da war ich früher mal, haben wir da mal übernachtet. Das war, glaube ich, mit der Schule war das damals. Ja, das erkenne ich, das. Garantiert, das war hier. Und wir gehen richtig in den Wald hinein. Den ersten Wandelpfad, ne? Und wir gehen wieder weiter. Kilometer schrubben. Und wir werden auch die deutsche Grenze überqueren, Leute. Und da geht es wahrscheinlich runter, wie ich das da sehe. Ja, da geht es richtig runter. Aber die nächste Weggabelung muss ich links ab, sagt er. Schau mal, wie es hier runter geht. Unglaublich. Und hier ist die Weggabelung, wo ich links muss. Über den Wurzeln der Bäume, ne? Oh, guck mal da. Da gibt's Wasser. Und eine Bank. Kann man das Wasser setzen. Das wird die Schwalm sein. Ein Bach, der läuft ja von Deutschland aus oder nach Deutschland. Nein, von Deutschland aus natürlich. Die Schwalm wird das sein. Und die strömt gut, ne? Wow. Das ist mal ein Highlight, ne? Herrlich. Es ist ein bisschen matschig überall, Leute. Ich muss über Stöcken laufen, über Bäumen gehen. Es ist unglaublich. Und man sieht ja auch den ganzen Matsch hier, ne?
Man hört die Vögelchen, ne? Schön. ,1 Kilometer und schon so viel gesehen. Das ist richtig gut. Das, wo wir hier durchlaufen, Leute, ist der grüne Wald, so heißt das hier. Und das ist überall Wasser, sehe ich. Der Seite auch wieder. Und natürlich umgestürzte Bäume. Hier muss ich wieder über einen Baum. Also ich bin immer über Bäume am Laufen. Hier kommt der nächste Baum. Zack. Und dann hat man wieder Matsch. Ne? Doch ist der grüne Wald eine schöne Umgebung, so zu sehen. Hier kann man wieder um den Matsch herum. Und ich höre Trecker auf dem Hintergrund. Kann sein, dass wir hier schon in Deutschland sind. Weiß es nicht, aber kann sein. Kann sein. Und das ist ja Schwalm-Nette, ne? Und ich muss wieder nach links. Nach 40 Meter. Und hier sieht man auch überall Wanderungen. Da kann man überall Wanderungen laufen. Da sieht man das auch wieder. Alles Wanderungen. Und dann gehen wir hier nach links. Und dann haben wir wieder einen größeren Pfad. Also Leute, ich stehe an einem Schild. Gretchens Gericht mit Grabhügeln heißt das hier. Mit Grabhügeln. So heißt das hier. Und da steht auch schon etwas da. Sieht man, das ist so zu sehen ein Grabhügel. Da. Und an der Seite sehe ich auch noch einen Grabhügel. Also, ich muss das mal nachschauen. Hier hat man scheinbar mal Leute begraben. Und wir haben jetzt 2,93 Kilometer gelaufen, bis zu an diesem Schild, an diesen Grabhügeln. Moin. Und wir gehen hier nach links, wieder in den Wald hinein. Und bisher läuft es sich hier super gut. Super schöne Wanderung, super Wetter. Es ist nicht zu kalt, gar nicht. Schon feucht, gibt schon Matsch, aber läuft sich einfach super. Hier, das ist wieder ein Wildübergang. Aber man kann hier drüber oder man kann auch da durch den Tor. Aber ich werde drüber laufen. Ich bin ja kein Wild, ne? Ich bin ein wildläufender Mensch, aber kein Wild. Also, ich schraube wieder weiter meine Kilometer. Ja, ich muss wieder die Kamera anmachen, denn hier gibt es eine richtige Steigung, Leute. Was kommt da auf mich zu? Das sieht ja aus wie eine Wand, ne? Und hier geht schon hoch. Oh, oh. Ja, es geht richtig hoch da. So zu sehen. Oh la la.
Schau die nebenan mal. Müssen wir da hin? Ja, scheint so. Das wird ja schon eine Kletterpartie. Heiliger Scheiße. Boah. Der Seite geht's runter, an der Seite geht's hoch. Und es geht langsam voran. Dann ist es verdammt steil. Boah, ist das ein Brett. Da komme ich kaum hoch. Oh mein Gott. Boah. Oh. Heiliger Scheiße. Da komme ich auch. Oh. Oh, oh, oh. Bin ich froh, wenn ich oben bin. Jawohl. Geschafft. Boah. Schau dir das mal an, da kommen wir her. Ja Leute, ich hatte die Kamera ausgemacht und ich habe was übersehen. Hier steht ein Grenzpfosten. Also, wir gehen irgendwo über die Grenze nach Deutschland. Ich werde mal schauen auf dem Schild hier, das Deutsch ist. Das ist noch Niederländisch. Also werden wir hier auf diesem Pfad Deutschland überqueren. Also die deutsche Grenze überqueren. Ich bin noch außer Puste. Okay, ich melde mich wieder. Also Leute, nach 3,6 Kilometern stehe ich hier für ein Schild von Pieterpad. Eine sehr große Wanderung ist das, ne? Und da steht ein Herberg de Bos. Also da ist ein Herberg. Und hier steht ein anderes Schild. Es geht hier Schlag auf Schlag. Eingehüpft als Camping. Sie nennen das in Niederland ein Boerderijcamping. An die Grenze. Nach 300 Meter gibt es die. Also, da kann man auf dem Bauernhof übernachten, ne? Oder Ferien machen. Also in dieser Gegend ist richtig was los. Wir hatten mal wieder einen schönen großen Baum, ne? Guck mal, was für ein Ding das hier steht. Schön groß, schön dick. Ich muss mal schauen, ob ich sehen kann, was das ist. Das sieht aus wie ein Eichenbaum, ne? Wenn du dann auch eine Blätter siehst, ich denke, dass das ein Eichen ist. Ein Eiche. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ein Eiche. Da könnt ihr mich ja in den Kommentaren ja mal korrigieren, ne? Aber ich denke, dass das Eichen sind. An die Blätter zu sehen. Ja, hier liegen auch Eicheln auf dem Grund. Auf dem Boden. Also, ja. Also, laufen wieder weiter. Naturschutzgebiet. Und schau dir das hier mal an. Nach 4,66 Kilometern bin ich wieder an einer Steigung hier. Sieht das nicht geil aus, Leute? Jetzt gehe ich runter. Und wenn ich runter bin, muss ich das ganze Stück wieder hoch, ne? Nach 5,11 Kilometer, Leute. Und nach 5,11 Kilometer kommen wieder Fahrräder. Die sehe ich immer mehr hier. Und da geht es wieder richtig runter, ne? Hoi. 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 Noch mehr Fahrräder.
Hoi. Hallo. Na, die Leute sind nicht so freundlich heute Morgen. Aber die gibt es ja auch. Also wir gehen hier wieder schön runter. Und ein Viertel der Strecke ist weg. Und da kommen noch mehr Fahrräder. Unglaublich. Ups. Hallo. Große Straße. Also Kaldenkirchen, Brüggen, Overhelfeld, Schwalben. Da steht Herkenloos und Niederkrüchte Elmt. Okay. Nochmal ein deutsches Häuschen, ne? Also das sind, hier wohnt man schön, hier wohnt man richtig schön. Ah, wird Video überwacht, also okay. Das ist eine Scheune, eine alte Scheune. Alles noch von Holz. Schau dir das mal an. Wow. Auch Video überwacht. Und dann kommt man wieder an einen Bach. Und überall die Naturschutzgebiet Schilder, ne? Die Leute werden verarscht. Das wird wahrscheinlich wieder die Schwalm sein. Aber jetzt in Deutschland. Ich sehe nirgendwo ein Schild, aber ich vermute es. Auf Komoot sehe ich es ja auch nicht. Und die nächste Gabelung müssen wir nach links. Okay. Ja Leute, ich habe mal eben ein Schild gelesen. Wir befinden uns in das Naturerlebnisgebiet Alter Schwalmbruch. Also sind wir schon in der Nähe von Elmt, nehme ich an. Ein sehr schönes Wandergebiet. Auch wieder, muss ich sagen. Auch in dieser Jahreszeit. Und es gibt immer Fahrräder. Wenig Leute mit dem Beinenwagen, ne? Also zu Fuß. Und immer wieder gibt es hier Wasserchen. Schau mal an dieser Seite. Das ist mehr Moorgebiet, ne? Und der Seite, das sollte eigentlich mehr Heidegebiet sein. Ein toter Baum, noch ein toter Baum. Also die gibt es auch überall hier, tote Bäume. Und da ist ein Platz zum Rasten. Ja, mal sehen, ob der frei ist. Sensationell, was man hier für Bilder schießen kann. Ne? Unglaublich. Das ist der helle Wahnsinn. Und wir haben jetzt 6,74 Kilometer gelaufen. Ja Leute, man kann hier Stunden mit die Kamera rumlaufen. Hier ist so viel zu sehen in diesem Gebiet. Da strömt sehr schnell das Wasser, ne? Wow.
Also hier ist ein Highlight, hier ist eine Brücke. Da können wir rumlaufen. Hier ist alles zugewuchert, da stehen schon Bäume, aber hier ist Wasser. Schau mal, Leute. Das ist nur keine Bank hier, dass man sich mal hinsetzen kann hier und sich das mal anschauen kann. Obwohl da etwas liegt. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, und da steht ein Schild. Das werden wir uns mal anschauen. Naturgebiet Maas-Schwalm-Nette. Tiere und Pflanzen eines Moorgewässers im Elmter Schwalmbruch. Okay. Sehr schwer noch zu lesen. Ich will die Kamera mal etwas dabei halten. Wahrscheinlich kann ich das dann sehen. Ich weiß nicht, was. Zu Hause kann ich das sehen auf dem Computer. Denke ich. Das ist schon grün, ne? Naja, werden wir mal sehen. Das könnte mal ein bisschen sauber gemacht werden. Und da steht noch eine Plakette. Natuurpark Schwalm-Nette. Naturerleben für alle. Also da ist ein Frosch, eine Schnecke so zu sehen, einige Blumen. Ja, aber das ist jetzt nicht die Jahreszeit für, ne? Und ein QR-Code, der werde ich auch mal filmen. Und dann haben wir hier noch etwas. Wasserblick 14. Also Elmter Schwalmbruch. Facettenreiches Naturgebiet mit botanischen Kostbarkeiten. In naturnäher Auenlandschaft. Okay. Das ist dann Aussichtspunkt. Das sieht man dann, wenn man hier steht, ne? Da kommen wir mal wieder in bewohnte Welt, ne? Schau dir die mal an. Bock, 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 bock. Hühner. Tieren für die Kamera, das ist schon das erste Mal, dass diese Wanderung, dass ich mal Tiere für die Kamera bekomme. Die auch viele Wildblumen, ne? Guck mal. Und das in Oktober. Wie geil ist das denn? Auch wieder Hühner, ne? Die sonnen sich schön. Und dahinter ein Rind. Ach. Ja, das ist eine richtige Farm hier. Also Leute, 10,2 Kilometer gelaufen, 10,2 Kilometer zulaufen. Sie sahen nur das Schild, das ich sehen habe lassen, ne? Die alte Zollhaltestelle war hier. Das ist ein paar Meter hierher. Und naja, ich war vergessen, das Mikro anzustellen. Oh Mann. Naja, ohne Späße nichts gewesen.
Also dann denke ich noch so einige Kilometer noch durch Deutschland schrubben. Dann wir sind ja in Deutschland. Der Wind weht wieder gut. Hör mal. Ich hoffe, dass ihr mich versteht. Dass das Mikro das schafft. Und dann müssen wir natürlich auch ein Stück durch die Niederlande. Da sind ja die Schlösser in den Niederlanden. 2 Stück. Also denke ich, dass das in den Niederlanden wahrscheinlich nur 6, 7 Kilometer noch werden. Dass wir in 2, 3 Kilometer die Grenze passieren. Ich habe keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Also Leute. Nach 11,8 Kilometer laufe ich noch immer wieder in den Niederlanden. Nein, nicht immer. Ich laufe wieder in den Niederlanden. Also bin ich wieder zurück in das Land der Kabale, der kasachische Mafia und den ganzen Nazi-Scheiß. Ne? Jeder, der sich informiert, der weiß das. Aber naja, wir machen heute ja eine Wanderung. Mal eine Pause von dem ganzen Scheiß. Ne? Also, doch schon eine sehr schöne Straße hier, zwischen den Bäumen. Nach 12,2 Kilometer nehme ich mir mal eine Bank, Leute. Dann immer, wenn ich eine Bank sah, war die schon besetzt. Ne? Es sind schon doch einige Leute jetzt am Wandern. Und die Bank gegenüber mir ist jetzt auch besetzt. Nur noch 8 Kilometer bis zum Auto, aber wir müssen noch 2 Schlösser sehen. Die liegen in der Gegend von Besel. Wir werden sehen. Wieder ein Fahrradfahrer. Jetzt geht die Sonne weg. Es ist wolkig. Ich mache noch weiter meine Pause und dann laufen wir wieder weiter. Wir laufen in ein Dorf, ich denke Besel. Anders kann das nicht sein, glaube ich. Da vorne habe ich schon die Kirche schon gesehen. Also ich denke, dass es Besel ist. Also irgendwo muss hier dann auch ein Schloss kommen. Ich habe sie noch immer nicht gesehen. Also der Fastelovend, ne? 4x11. Ein Frosch und ich muss sehen, was hier steht. 4x11 Kühlköpkes 2009. Ach so, Kühlköpkes, okay, das sind die kleine Frösche, ne, die noch fischen. Mit einer Narrenmütze. Ne? Alles für den Fastelovend. Ne? Und hier sind wir an einer Schule. Ein Kind mit einem Ball. Ne?
Und da ist die Kirche. Es ist verdammt still in dem Dorf hier. Es ist ja komplett tot hier. Und das Haus, da sieht man, das ist das Haus des Priesters wahrscheinlich. Und da hinten ist dann die Kirche. Ah, hier ist die Kirche. Also mal etwas weiter weggehen von der Kirche, dass man richtig auf die Kamera nehmen kann. Ne? Steht nicht unter Denkmalschutz. Da hat man die Kapelle. Das hier ist eine Straßenkapelle aus 1852 in Auftrag von Kindern Obers gebaut zu Gedächtnis an ihren Eltern. Und es hat ein Kruzifix von ca. 1700. Wir befinden uns nicht in Wesel, wir befinden uns in Buckel. Das ist ein anderes Dorf, das liegt in der Nähe von Wesel. Da war ich mal wieder auf dem falschen Dampfer. Ne? Ich dachte, das Wesel wäre, aber es ist Buckel. Einen schönen Bach, ne? Nach 14,2 Kilometer verlassen wir Buckel wieder. Das ist ein großes Ding hier. Wow. Was kann er? Ah, Kraterhof.
Bauernhof, wo man einkaufen kann. Rechts von mir sollte ein Schloss liegen, aber ich denke, dass das hinter die Bäumen liegt. Und ich kann es noch nicht sehen. Aber es soll hier sein. Wir werden mal sehen. Und der Wind ist kalt, richtig kalt. Ein eisiger kalter Wind. Wer kennt das nicht noch? Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Hier ist tatsächlich ein Schloss. Das ist ein großes. Und natürlich die Geschichte der kasachischen Mafia dabei. Kannst du vergessen. Man muss Volkserzählungen haben. Dann hat man die richtige Geschichte. Guck mal, ein Bohrgraben. Ein Bohrgraben. Also nicht betreten. Okay. Das ist Privatgelände. Guck mal her, der Baum wie der steht. Und da kommt das schon, das Schloss. Man sieht kaum etwas. Und auch hier wieder Privatgelände, ne? Schloss Hellenrath. Sind nicht freigestellt für Publikum. Also schau euch diese Allee mal an. Die ist super schön. Alles mal hier ist in der Nähe von dem Schloss, ne? Und da vorne rast, glaube ich, die A73, wenn ich das gut habe. Da gehen wir drunter durch, denke ich, oder drüber. Und da liegt noch eine Schlossruine an der anderen Seite. Die werden wir auch noch sehen. Da bin ich ja wieder auf dem falschen Dampfer. Das ist ja keine A73, das ist ja eine große Bundesstraße. Und da ist sehr viel Verkehr auf dieser Straße. Und da steht auch Schild ohne Schild. Hier gibt es einiges zu sehen. Museum, Rosekirche, das Klo, zeigt mir nichts. Und dann Tennisverein.
Das ist Schwalme, war das, wo wir jetzt rauslaufen. Ach so, okay. Da darf man nicht rein, nicht laufen. Also wir gehen hier unter die A73. Und da fährt der Zug drüber. Das ist noch eine einzige Gleise, die da läuft. Und die Züge nicht müssen aufeinander warten. Ne? Wenn der eine durch ist, kann der andere weiterfahren. Eine Taube. Nein, das ist keine Taube. Ein Haficht oder so etwas. 17,2 Kilometer, Leute. Und wir nähern hier uns einen Parkplatz, aber die Maus sagt mich gar nichts. Ah, das ist ein Laden. Hier im Mittelhof nirgendwo, ein Laden. Okay. Und der ist scheinbar am Sonntag offen. Hallo. Das waren ein paar Esel und da sehe ich, glaube ich, schon die Burgruine da hinten. Ich sehe da altes Gemäuer. Hier ist ein Gutshof. Da ist auch einiges los. Und da die Ruine ist. Dann ist ja nicht viel mehr übrig. Wir werden sehen. Sieht aus wie die Ruine, ja. Also das ist unglaublich. Das ist ja sehr traurig. Man kann da scheinbar rein. Aber da kommt man, glaube ich, nicht in die Ruine, es geht noch übers Wasser hier. Okay. Und die Kamera mal eben laufen lassen. Und hier ist einiges zu sehen. So eine Holzampfe, riecht das nach Holz, nach verbranntes Holz, also er hat einen Holzofen. Wir kommen in die Schlachtruine, das ist der Burggracht so zu sehen. Ach du Scheiße. Das ist ja hammermäßig. Man kann da durch, ja. Kastellruine Oberburg. Das ist die Schlossruine. Aber ich denke, dass das viel zu nass ist hier, um die zu betreten. Ich werde das mal ein bisschen filmen, ne? Ich werde irgendwie trockene Fußes durchkommen, aber ich denke nicht. Ich werde mal versuchen, ob ich da trockene Fußes durchkomme. Durch den Gras. Nein, viel zu matschig. Kann man nicht durch, weiter. Das ist schade. Viel zu matschig.
geht nicht. Da muss man zurückkommen, wenn es Schande, wie die aussieht. Und niemand kümmert sich darum. Das ist die A73 und eine alte Brücke, so zu sehen. Und wir gehen drunter durch. Das ist eine helle Wahnsinn, ne? Das Wasser stinkt. Ein sumpfiges Wasser. Wir sind hier an die Schwalm. Die habt ihr ja gesehen im vorherigen Clip, ne? Das war die Schwalm, wo ich sagte, die stinkt. Immer geradeaus, sagt er. Immer geradeaus. Wir müssen noch 800 Meter bis zum Auto, 19,9 Kilometer.
als Wind. Also Leute, es wären 20,5 Kilometer heute. Das sind die letzten Meter, 620 Meter muss ich noch bis zum Auto. Also werde ich die Abmoderation machen. Das war eine verdammt schöne Wanderung. Die ersten 12 Kilometer waren durch den Wald. Ja, 10, 12 Kilometer. Und dann ging es nach das Schloss. Ja, stimmt, das wir nicht sehen konnten. Dann haben wir das eine Schloss noch gesehen, das war nur eine Ruine, da war nicht viel mehr übrig. Und jetzt glaube ich hinter Schwalmen. Also es war eine schöne Wanderung, muss ich schon sagen. 20,5 Kilometer, okay. Und dann, ja, da würde ich sagen, wenn euch diese Wanderung auch gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch. Schreibt einen Kommentar, was ihr fand von dieser Wanderung. Abonniert euch auf den Kanal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao.